herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch mal wieder ein Burger-Rezept. Und zwar gibt es heute einen Texas Barbecue Burger mit hausgemachten Onion Rings und selbstgemachter Barbecue-Soße. Für die Barbecue-Soße als erstes Whisky in einen kleinen Topf geben. Alle Zutaten und Mengenangaben habe ich euch unter dem Video nochmal aufgelistet. Den Whisky zum Kochen bringen, für etwa 1 Minute köcheln lassen. Dann eine Knoblauchzehe abziehen, mit einem Messer andrücken und zum Whisky geben. Außerdem Tomatenketchup und Tomatenmark. Dann noch braunen Zucker und die Gewürze. Hier haben wir Paprika edelsüß, Cayennepfeffer, Kumin, Thymian, Rosmarin und Zwiebelpulver. Dann noch etwas Senf und ein paar Spritzer Worcestershire Soße. Und zum Schluss noch etwas Flüssigrauch bzw. Liquid Smoke. Dann alle Zutaten verrühren, bis sich alles gleichmäßig verteilt hat. Und dann ist die Soße im Prinzip auch schon fertig. Die braucht jetzt nur noch für 1 Stunde leicht zu köcheln. Also einfach die Hitze reduzieren, den Deckel auf den Topf geben und das Ganze für 1 Stunde leicht köcheln lassen. Dabei gelegentlich mal umrühren. Während die Soße köchelt, können wir uns um die Onion Rings kümmern. Dafür eine große Gemüsezwiebel abziehen und in etwa 1 cm große Scheiben schneiden. Die Zwiebelscheiben anschließend vorsichtig zu einzelnen Ringen auseinanderdrücken. Jetzt eine Rührschüssel hernehmen und 150 Gramm Mehl sowie ein halbes Päckchen Backpulver und einen Teelöffel Salz dazugeben. Das Ganze kurz mit einem Löffel durchrühren, damit sich Backpulver und Salz im Mehl verteilen können. Und jetzt nacheinander alle Zwiebelringe in die Schüssel geben und im Mehl wenden, so lange bis alle Ringe von einer leichten Mehlschicht ummantelt sind. Dann die Ringe wieder herausholen und kurz zur Seite legen. Sobald alle Zwiebelringe mit Mehl ummantelt sind, 240 ml Milch und ein Ei zum Mehl geben. Und das Ganze jetzt mit einem Mixer verquirlen, bis alles klumpfrei ist. Die melierten Zwiebelringe jetzt nach und nach in den Teig geben. Komplett im Teig eintauchen. Am besten nehmt ihr dazu eine Gabel. Dann herausheben, etwas abtropfen lassen. Und in eine Schüssel mit Paniermehl geben, mehrmals im Paniermehl wenden und danach alle Ringe erstmal auf einem Teller sammeln. Das Ganze jetzt für die restlichen Zwiebelringe wiederholen. Dann einen großen Topf oder Wok mit etwas Öl. Ich habe hier ungefähr 1 Liter genommen, erhitzen. Um zu testen, ob das Öl schon heiß genug ist, habe ich hier etwas Restteig. Sobald es anfängt zu blubbern und Blasen zu werfen, ist das Öl heiß genug. Dann die panierten Onion Rings in mehreren Schüben vorsichtig ins heiße Öl geben und für etwa 3 bis 4 Minuten goldbraun ausfrittieren.
fertigen Onion Rings aus dem Öl heben und dann auf Küchenpapier abtropfen lassen. Als nächstes für die Burger Patties 500 Gramm Rindfleisch bzw. Rinderhack in eine Schüssel geben und ordentlich mit frisch gemahlenem Pfeffer würzen. Dann mit den Händen vermengen und das Fleisch anschließend in 4 gleich große Portionen teilen. Jede Fleischportion jetzt mit den Händen etwas durchkneten und im Anschluss zwischen den Handflächen zunächst zu Kugeln formen. Und danach zu möglichst runden Burger Patties flach drücken. Hier könnt ihr natürlich auch eine Burgerpresse benutzen. Wie man sieht, geht das allerdings auch ohne relativ einfach. Dann nach einer Stunde die Knoblauchzehe aus der Barbecue-Soße wieder entfernen. Die Soße jetzt eventuell noch mit Salz und Pfeffer abschmecken. Dann vom Herd ziehen und bis zum Anrichten zur Seite stellen. Die Burgerbrötchen einmal halbieren und in einer Pfanne kurz anrösten. Und für das Fleisch einen kleinen Schuss Öl in eine Pfanne geben und sobald die Pfanne heiß genug ist, die Patties hineingeben und zunächst von einer Seite ca. 2 bis 3 Minuten anbraten. Dann einmal wenden und auf der anderen Seite nochmals für weitere 2 bis 3 Minuten zu Ende braten. Kurz vor Ende der Garzeit noch je eine Scheibe Schmelzkäse auf das Fleisch legen und den Käse kurz schmelzen lassen. Und dann können wir die Burger auch schon anrichten. Dafür die Burgerbrötchen reichlich mit der Barbecue-Soße einstreichen. Dann ein großes Salatblatt auf die Unterhälfte geben. Als nächstes ein Burger Patty und ein paar Zwiebelringe und dann nur noch mit der Oberhälfte deckeln und servieren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.